Noi, als erstes eine Hummersuppe, eine Aalsuppe. En de kernwoord en de matjes bonen. Yes, sir. Of course.
structure. Kan wieder. Kartoffeln 2 Kilo. Jetzt 4 Kilo. Pommes, please. Nochmal 3 Laps raus. Jemand Old Commercial, nenn das doch Old Commercial Room, wie das Restaurant, was damals 1943, wo die Bombe aufgefallen ist. Was haben wir? Das ist eine gute Idee, Old Commercial Room. Das kennen die Älteren noch.
als ich hier meinem Vater geholfen habe, ich ging hier rein am 1.1.72, da war ich ja noch halbwegs jung. Da war ich 26. Und heute bin ich 78. Heute bin ich schon einer von den Alten. Jetzt sitze hier, gebe ich das zum Büro und funktioniert. Das war ein Bild von meinem Vater und Max Schmeling. Hier ist das Bild von Graf Luckner, den Seeteufel. Von Graf Luckner habe ich den Reisepass auf einer Auktion ersteigert. Ja. 1996, 66 ist er gestorben. Alles hier, war Pfeifenraucher. Hans Albers war Zigarrenraucher. Gegen mich war ein Zwerg, was der Bezug auf Zigarrenrauchen betrifft. Ich habe Zigarren geraucht, 5 Stück hintereinander, bis ich dann vor 3 Jahren aufhörte. Kein Nikotin mehr, kein Alkohol mehr. Alles vorbei. Kaffee und Selter ohne Kohlensäure. Das ist gesund. Aber ohne Trinken und ohne Rauchen ist das Leben langweiliger. Das muss man dazu sagen. Der Alkohol macht verrückt. Ich habe meine Ärztin gefragt, was ist denn schlimmer? Alkohol oder Nikotin? Hat sie gesagt, eindeutig Nikotin. Also könnte man sagen, kann ich wieder weiter trinken, aber mit dem Rauchen ist Schluss. Da ist so ein Teil meiner Zigarrenhülsen. In den oberen Räumen ist noch so ein Kasten, da ist doppelt so viel Hülsen drin. Also viele Leute, die mich besuchen, bringen eine Zigarre mit, weil sie wussten, dass ich damals Zigarre geraucht habe. Ich sage, könnt ihr wieder mitnehmen. Heute rauche ich nicht mehr. Schade. Und das viele Geld. Naja, was soll's. Hier habe ich öfter gesessen mit Helmut Schmidt und Loki, seiner Frau. Ja. Das war wenigstens noch einer, der sich durchgesetzt hat. Bands waren auch hier. Ein Teil der Beatles, ein Teil der Rolling Stones, nachdem so einige weggegangen sind von der Gruppe, sich aufgelöst hatten. Auch Solisten. Was mich besonders freute, war, als Neil Diamond hier war. Das war für mich ein großes Ding, weil der hatte schöne Stimme, viel komponiert, alles selber gesungen. Und er sagte, habt ihr nicht eine andere Zelda, eine andere Marke? Die Zelda, die wir hatten, hey, die waren zu salzig. Und damit hat er recht. Die war auch salzig. Dann haben wir eine neue Marke genommen. Ich möchte das gar nicht sagen, welche Marke das war. Mit der salzigen Zelda, das gehört auch gar nicht hierher dann. Aber es stimmte. Joe Cocker.
Joe Cocker, Ozzy Osbourne. Status Die waren- Quo. Ja. die waren alle hier. Die waren alle hier. Patricia Kaas. Patricia Kaas. Auch die deutschen Älteren, Katharina Valente, Margot Eskens. Ich habe sie alle mal aufgelistet. Es waren so über 500 Prominente. Nachher ist ihr Geburtstag. Um 5 kommt der Uschi Nerke mit Ehemann. Uschi Nerke ist die Moderatorin gewesen in den 60ern vom Beat Club. Das war die Musik für uns jungen Leute. Heute kennt sie kaum einer. Wenn ich einen von den Jungen frage, so 30, 40, kennst du Uschi Nerke? Nee, wer ist das? Das siehst du. Aber unser einer hat sie gekannt. Aber zum Beispiel für mich auch ein Name, Nazareth, Slade, Ja, The Purple. das waren die 60er. Die waren alle hier. Ja. Die waren hier. Ja. Und Schauspieler, Charlie Sheen, Clint Eastwood, George Clooney. Ja. George Clooney habe ich dann noch. Da haben wir gerade das neue Laminat reingekriegt. Dann habe ich gesagt, du, mit Farbe, George Clooney, Mark Wahlberg. Und ich sag, schreib da mal unter. Und dann haben wir da den Fußboden praktisch rüber gemacht. Wenn das mal weggerissen wird, darunter ist dann der Name von dem Film. Ich glaube 1991 haben sie den vorgestellt. Ich habe auch schon vieles vergessen. Bei dem Alter wird man vergesslich. Und können Sie einen Clint Eastwood mit Ihnen? Jackie Chan, Clint Eastwood? Jackie Chan war glaube ich 2-, 3 Mal hier. Sind die Chinesen da ganz aufgeregt, wenn sie sein Bild sehen. Mein Vater, er war gelernter Koch. Er hatte im Hotel Reichshof gelernt. Ende der 20er. Anfang der 30er Jahre. Und also er hat das gut gemacht. Mit dem Lapskaus. Der Beste in Hamburg. Ja. Ja, haben wir hier Dankeschreiben von der Lapskausvereinigung. Ich komme einmal im Jahr, kommen sie ja zum Essen. Viele denken ja, die rote Farbe des Lapskauses, die dunkelrote Farbe, kommt von der roten Beete. Ich sage, die rote Beete kommt nicht da rein, die wird beigelegt. Die dunkelrote Farbe kommt vom Pökeln, vom Pökelsalz. Ja, das geht alles unter. Die Leute, die schreiben ja auch rote Beete, Beete mit Doppel-E. Ist ja kein Beet. Rote Beete, das Gemüse schreibt sich nur mit einem E, Beete. Viele schreiben das mit 2 E's, daran kann man sehen, dass sie keine Ahnung haben. Die Walfänger, den Stammtisch der Walfänger, den wir hier schon 50 Jahre haben, die haben mir gesagt, Lapskaus gab es nur auf der Heimreise an Bord. Ist klar, Salzfleisch, gepögeltes Fleisch, das hält sich
Zwiebeln auch. Auf jeden Fall waren die Seelords dankbar für alles, was nicht nach Fisch schmeckte. Weil Fisch hatten sie genug zu essen. Die brauchten nur das Netz raushalten auf den Meeren. Und dann waren immer Fische drin. Also wenn sie sich sagten, der Proviant wird knapp, dann musste jeden Tag Fisch essen. Das war auch nicht der Hit für die Leute. So ist das. Wir haben hier den Stammtisch der Walfänger, der Schiffsoffiziere. Die gehen schon auf die 100 zu. Vom Alter her. Also viele sind das schon nicht mehr. Der Tisch, der am meisten gebucht wird, ist der Tisch 2, vorne links am Fenster, wo das große Bild von Helmut Schmidt hängt. Ich sag, wenn Sie Glück haben, guckt er Ihnen beim Essen zu, sage ich. Ja. Manchmal frage ich mich, warum die Leute gerade da sitzen wollen. Weil da das Bild von Helmut Schmidt ist. Die saßen hier unten eigentlich überall, die Politiker. Außer wenn sie unter sich, dann sitzen sie vorne im ersten Stock im Senatszimmer. Da sind sie unter sich. Bis 18 Personen können da sitzen, an 2 Tischen oder in unserer Red Lounge oben. Da habe ich früher immer Musik gemacht, vom Band, sage ich, unser Branch mit Oldie-Musik. Das war schon witzig. Habe ich dann aufgehört, als ich 60 wurde, war dann Schluss damit. Wie gedacht, 60 und Tischjockey, schon ein bisschen alt. Wenn man einen Tisch reservieren möchte? Besser ist, wenn man anruft. Und so wie heute ist voll. Wird schwer zum Beispiel, so spontan. Heute geht gar nichts mehr. Voll. Wenn ich reinschreibe voll, dann ist es auch voll. Wenn die Leute sagen, kann man so vorbeikommen? Ich sage leider nicht. Weil sie werden keinen Platz mehr kriegen. Trotzdem ist alles anders wie vor der Pandemie. Entweder haben die Leute nicht mehr so einen großen Hunger oder sie trinken alle kein Alkohol mehr. Mein Lapskaus, eigentlich gehört zum Lapskaus auch ein schönes Bier. Bier haben wir genug. Wir haben auch Schollen, die wiegen 4 Kilo. Manchmal bestelle ich die Werbung in eigener Sache. 4 Kilo Schollen, die lassen sich die zweite Seite einpacken, weil das schaffen die gar nicht. Das ist ja auch verrückt. Wenn man sich überlegt, dass manche Restaurants Schollen verkaufen, die wiegen 700 Gramm, das ist für mich zu wenig. Das sind ja Mücken. Es gibt auch große Seezungen, aber die sind sehr teuer geworden. Oh. In manchen Restaurants kostet eine Seezunge schon über 100 Euro. Das ist so ein bisschen viel, nicht? Gehst mit 6 Leuten hin, 6 Seezungen, dann schon 600 Euro. Wow. Ja, so ist das. Die Beatles, ihr Vater hat sie untergebracht. Ja, in unserem vorherigen Restaurant. Das waren 1960? 60, 61, 62, 61, 62. Da hat er sie untergebracht.
Weil damals hatten die noch nicht so viel Geld. Die verdienten 500 D-Mark im Monat, wenn sie gespielt haben, jeden Tag. Ich habe mir mal die Mühe gemacht. Die Beatles in Hamburg. Kurzinfo. Erinnerung von Butcher Rauch. Das bin ich. Die Beatles, wo sie ihren ersten Auftritt hatten, im Innenraum der großen Freiheit. John Lennon, McCartney, Harrison, Pete Best, Stuart Sutcliffe. Und dann hier ist der Vertrag, den sie hatten mit dem Starclub. Musikervertrag. Da waren sie im Starclub in der großen Freiheit. Da steht auch dabei, was sie verdienen. Nimm mit. Das waren noch Zeiten. Ja. Ich sage immer, alt werden ist schön, aber alt sein nicht. Die Leute Zigarre rauchen, das ist ja mehr ein Paffen. Die Zigarette muss ja immer durch die Lunge bis nach unten. Zigarette ist ja nun für mich ganz ungesund. Wobei Helmut Schmidt hat geraucht bis zum Ende, 1996, seine Mentholzigaretten. Die sind ja noch, man sagt ja, Mentholzigaretten sind ja noch schädlicher. Da sagt man Reno. Aber er ist damit alt geworden. Er hat ja geraucht, die Zigarette, und hat dann, wenn die fast zu Ende war, hat er schon die neue genommen und hat sie an der alten, an den Kippen angesteckt, die neue. Er hat pausenlos geraucht. Und dann hat er im Fernsehen ein Interview gegeben, hat sich eine Zigarette eingesteckt und dann haben die gesagt, hier ist Nichtraucher, jetzt. Ja, sagte er, dann muss ich wieder gehen. Ist er aufgestanden und weggegangen. Und da wussten die Bescheid, wenn Helmut Schmidt kommt, der darf rauchen. Sonst verlässt er die Veranstaltung. Ja, so ist das. Also, wollt ihr Tradition in Hamburg erleben? Old Commercial Room, erste Adresse. Schönes Meißel drauf. Prost. Oder ein leckeres Ratsherrn. Traditionell absolut erstklassig in Hamburg. Einer der letzten richtig schönen, traditionellen Restaurants in Hamburg. Absolut. Immer ein Erlebnis wert. Så kan man også lige tage lidt duft af. Lige lidt CK1 på nede i hjørnet. Det.